Bei diesem Video zeige ich, wie die Wölbung der Ferse gehäkelt wird. Also nachdem die 26 festen Maschen fertig sind, das ist dann die Mitte der Ferse, so ganz normale feste Maschen, wird die Wölbung der Ferse gehäkelt. Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schneidet man den Faden ab und schließt sie an die 11. Masche von der letzten Reihe der Mitte der Ferse, oder man kann auch mit Kettmaschen zu der 11. Masche der letzten Reihe der Ferse kommen. So, ich zeige hier mit den Kettmaschen. So, wir häkeln 10 Kettmaschen in die weiteren 10 festen Maschen der letzten Reihe der Ferse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Natürlich muss man die Kettmaschen wie immer sehr locker häkeln oder ziemlich locker häkeln. So, und hier haben wir noch 16 restlichen Maschen. So, und weiter nach den 10 Kettmaschen häkeln wir 6 festen Maschen, ganz normalen festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also nach den 10 Kettmaschen 6 festen Maschen. Das ist dann die Mitte der Ferse, Mitte der Wölbung der Ferse. Und dann machen wir eine Abnahme, 2 festen Maschen zusammen. Und die restlichen Maschen bleiben einfach liegen. Wir wenden die Arbeit um und überspringen die letzte Abnahme der Vorreihe und häkeln 6 festen Maschen in die weiteren 6 festen Maschen der Vorreihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und weiter machen wir wieder eine Abnahme, aber aus den Maschen der letzten Reihe der Mitte der Ferse, in die wir diese Kettmaschen gehäkelt haben. Man kann auch in die Kettmaschen einstechen. Ich steche doch immer in die Maschen, in die wir Kettmaschen gehäkelt haben. So, 1 und 2 und eine Abnahme. Und hier die restlichen 8 Kettmaschen bleiben dann wieder liegen. Wir wenden wieder die Arbeit um und wieder überspringen wir die erste Abnahme, die letzte bzw. Abnahme der letzten Reihe, der Vorreihe, und häkeln wieder 6 festen Maschen in die weiteren 6 Maschen der Vorreihe. 3, 4, 5, 6 und machen wieder eine Abnahme aus den weiteren 2 Maschen, die wir liegen gelassen haben, der letzten Reihe der Mitte der Ferse. So.
1, 2, das ist die letzte Reihe, und ich empfehle die Abnahme ziemlich fest zu häkeln, damit keine Löcher zwischen Abnahmen und festen Maschen entstehen. Und hier sind wieder 6 Maschen der letzten Reihe, der Mitte der Ferse liegen lassen. Dann die letzte Abnahme wieder überspringen und 6 festen Maschen in die weiteren 6 Maschen der Vorreihe häkeln. Und jetzt hier wieder diese Kettmaschen, in die wir eigentlich Abnahme machen müssen. Ich häkele aber jedoch immer in die Maschen der letzten Reihe, der Mitte der Ferse, so in die weiteren, und eine Abnahme ziemlich fest häkeln. Und hier sind wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kettmaschen übrig geblieben. Die Arbeit wieder wenden, die letzte Abnahme überspringen und wieder 6 festen Maschen in die weiteren 6 festen Maschen der letzten Reihe häkeln und wieder eine Abnahme aus den weiteren 2 festen Maschen, die wir liegen gelassen haben, und es bleiben 4 Maschen übrig von der liegen gelassenen Arbeit wenden. Und hier sieht man schon, dass eine Wölbung entsteht, dadurch, dass wir die Abnahmen aus der letzten Reihe der Mitte der Ferse gemacht haben. Und so häkelt man weiter. Eigentlich wiederholt sich dieser Schritt weiter. Eine Abnahme überspringen, 6 festen Maschen, eine Abnahme aus den Maschen der letzten Reihe der Mitte der Ferse, bis wir keine Maschen hier von den Seiten übrig haben und eine Wölbung dann entsteht. Hier sieht man, dass die Ferse eine Wölbung bekommt, und wenn wir bis nach oben häkeln, wird dann eine komplette Wölbung entstehen.